Hallo und herzlich willkommen. Seit Januar 2022 ist die Fritzbox 6690 Cable zum UVP von 319 € im Handel. Das verbaute Kabelmodem verspricht 6000 Megabit im Download. Die WLAN-Basis in Summe ebenfalls 6000 Megabit brutto. Dazu eine Deckstation für 6 Funktelefone, LAN-Ports bis 2,5 Gigabit Ethernet und zweimal USB 3.0. Nur ISDN fehlt. Ansonsten fette Ausstattung, All-in-One, alles in einer Box. Die Fritzbox 6690 passt vorzugsweise an schnelle Kabel-Internet-Anschlüsse. Das verbaute DOCSIS 3.1 Kabelmodem verspricht bis zu 6000 Megabit im Download und maximal 2000 Megabit im Upload, sofern man einen Provider findet, der einen solchen Speed anliefern kann. Tatsächlich liefern die meisten Kabel-Internet-Anbieter, etwa Vodafone, oft nur 1000 Megabit im Download und 50 Megabit im Upload. Einige Provider schaffen im Upload auch 100 Megabit. Trotzdem bleibt ein großer Unterschied zwischen Download und Upload. Die Kabelanschlüsse sind also asynchron. Sie bedienen jedoch allesamt Internet- und IP-Telefonie. Daneben hat die 6690 auch einen Kabelfernsehempfänger an Bord. Damit kann sie kostenlose, unverschlüsselte, digitale Radio- und Fernsehprogramme aus dem DVB-C-Kabelfernsehnetz empfangen. An meinem ganz konkreten Vodafone Fernsehkabel sind das zurzeit gut 100 Radio plus 100 Fernsehprogramme. Also das gute, alte, lineare Radio- und Fernsehprogramm. Ich weiß nicht, ob diese gut 200 Programme in allen deutschen Bundesländern identisch ausgespielt werden. Weitere Modems für DSL, ADSL, VDSL, Glasfaser oder 4G, 5G Mobilfunk sind in der 6690 nicht verbaut. Für analoge Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter oder Türöffner gibt es 2 schmale RJ11 und eine längliche TAE-Buchse. Hausinternes ISDN fehlt der 6690 komplett. Hausexternes ISDN sowieso. Wer hausinternes ISDN im Jahre 2022 noch braucht, greift lieber zur optisch sehr ähnlichen, ebenfalls aufrecht stehenden Fritzbox 6591 Cable vom Mai 2019. Diese nunmehr fast 3 Jahre alte 6591 hat aber noch kein Wi-Fi 6 an Bord, sondern nur das bislang führende Wi-Fi 5. Die liegende Fritzbox 6660 Cable schließlich vom Februar 2020 hat zwar schon Wi-Fi 6, aber ebenfalls kein ISDN mehr an Bord. Irgendwann darf auch ein Fritzbox-Hersteller diese alten Zöpfe abschneiden, weil sie halt kaum noch jemand braucht. Dagegen hat die neue 6690 vom Januar 2022 eine komplette IP-Telefonanlage samt Deckt-Basisstation für maximal 6 Deckt-Telefone plus etliche Deckt-Smart-Home-Geräte. Damit kann die 6690 unter anderem auch Funksteckdosen und Heizkörperthermostaten steuern. So eine Deckt-Basisstation ist ein USP, ein Unique Selling Point, der vor allem die Präferenzen der Kunden in Zentraleuropa bedienen dürfte. Diese Vorlieben des hiesigen Publikums haben die meisten WLAN-Router-Hersteller aus Amerika und Asien überhaupt nicht auf dem Radar. Auch der verbaute gelbe LAN-Ethernet-Block trifft die Erwartungen vieler Fritzbox-User. 3x1000 und 1x2500 Megabit Ethernet, das müsste fast 99% aller User glücklich machen. Gefühlte 1% wünschen sich natürlich 4x10.000 Megabit Ports und 1 Promille wollen 4x40.000 Megabit LAN an der Fritzbox. Am liebsten im 19 Zoll Rack-Format fürs private Rechenzentrum. Aber dafür gibt es andere Lösungen, nämlich modulare mit völlig anderen Preisen. Bleiben wir also auf dem Boden. Die 6690 Cable für 319 € hat auch 2 USB 3 Buchsen. Da kann man USB-Stick oder USB-Festplatte als externen Datenspeicher anstecken oder einen USB-Drucker oder einen LTE-Stick als Internetzuspieler. Last but not least, die 6690 verspricht starkes WLAN, Wi-Fi 6 alias 11AX,
mit 1200 Megabit bei 2,4 plus 4800 Megabit bei 5 GHz. Zeitgleich, simultan, parallel, in Summe also 6000 Megabit WLAN pro Tor. Beim WLAN sticht der Fortschritt gegenüber älteren Kabelboxen am stärksten ins Auge. Einfach mal die unterste Zeile dieser AVM-Tabelle wirken lassen. Abrufquelle links oben in der Browser-Adresszeile. Abrufdatum rechts unten im Windows 11 Zeitstempel. Nicht zu vergessen das funktionsreiche und trotzdem immer noch leicht bedienbare Betriebssystem Fritz OS. Kurzum, eine fette Ausstattung voll auf der Höhe der Zeit, es sei denn, man braucht unbedingt noch ISDN oder man will unbedingt schon Wi-Fi 6E. Falls jemand noch mehr Überblick benötigt, gibt es bei AVM die Marktstartmeldung vom 5. Januar 2022 mit einer knackig kurzen Zusammenfassung und einer Highlight-Liste zur neuen Fritzbox 6690 Cable. Soweit der Überblick. Nun zur Verpackung der Fritzbox 6690 Cable. Sie kommt im neuen, frischen AVM-Style mit einem weißen Band am Sockel auf allen 4 Seiten. Drehen wir die Packung im Uhrzeigersinn, dann kommt gleich der Hinweis auf WLAN Mesh. Damit lassen sich unterschiedlichste AVM-Geräte wie Repeater, Powerline-Adapter und sogar weitere Fritzboxen sehr schnell und einfach über die Luft miteinander vernetzen. Also ganz ohne Switch und ohne LAN-Kabel. Meist reicht ein Knopfdruck auf jeweils 2 zu vernetzende Geräte. So kann man Heimnetze auch ohne IT-Kenntnisse aufbauen. Auf der Rückseite der Schachtel stehen alle wichtigen Textpacks. Wer alles lesen will, am besten kurz das Video anhalten, ansonsten kommt das meiste sowieso gleich noch ausführlicher. Weiter geht's im Uhrzeigersinn. Ganz oben die Artikelnummer 20002965. Danach die laufende AVM-Seriennummer, die aktuell offenbar mit dem Buchstaben N beginnt. Ganz unten der Hinweis, dass diese Fritzbox 6690 für die europäischen Länder geeignet ist. In anderen Ländern und Kontinenten gelten teilweise andere Funkvorschriften, welche Frequenzen bei WLAN genutzt werden dürfen. An dieser Seite der Hinweis auf 5 Jahre Hardware-Garantie. Und an der anderen Seite mit der Öffnungslasche noch ein Foto, nur von der rot-weißen Fritzbox 6690 Cable. Machen wir die Packung der Fritzbox 6690 auf. Der Papierkram hält sich in Grenzen. Ganz obendrauf eine Erklärung zur Herstellergarantie. Wer diese lieber am großen Monitor lesen will, findet sie auch auf Seite 269 und auf Seite 270 des PDF-Handbuches im Internet. Danach folgt ein Prospekt, was es sonst noch alles gibt in der großen Fritzbox-Familie. Nun folgt eine Servicekarte zur Freischaltung der Kabelbox beim Kabel-Internet-Provider. Da sich das Freischaltungsprozedere auch mal ändern kann, verweist AVM auf seine Internetseite www.avm.de/läuft. Auf der Rückseite dieser ersten Servicekarte wird erklärt, welche Informationen man für die Freischaltung bereithalten sollte, nämlich MAC-Adresse und Seriennummer der Kabelbox und wo man diese am Fuße der Box genau findet. Weitere Fragen zur Gerätefreischaltung gibt es auch unter der Berliner Nummer 030 390 04 464 und natürlich beim Kundensupport eures Kabel-Internet-Providers, also zum Beispiel bei NetCologne, O2, Pure, Telekom oder Vodafone. Eine zweite Servicekarte erklärt die LEDs und Taster an der Fritzbox. Ganz unten findet man auch den WLAN-Schlüssel und das Fritzbox-Kennwort für die Erstinstallation. Die gleichen Login-Daten findet man auch am Fußgestell der 6690, allerdings nur in winziger Schrift. Auf der Rückseite der zweiten Servicekarte wird erklärt, wie man in die Router-Software kommt. Man tippt einfach fritz.box in die Adresszeile des Browsers und gibt bei Aufforderung das Fritzbox-Kennwort ein. Ganz unten kann man auch gleich die neuen Zugangsdaten eintragen, falls man die Werkseinstellungen denn überhaupt jemals geändert hat. Ganz unten im Papierstapel kommt eine Kurzanleitung zur Fritzbox 6690 Cable. Man findet sie auch als PDF im Internet.
Rechts oben der Hinweis, dass es auch noch ein vollständiges Handbuch auf der AVM-Website gibt. Dieses umfangreiche Handbuch mit 282 Seiten gibt es nur im Internet. Gut so, denn viele User lesen es ja sowieso nicht, obwohl es lesenswert wäre. Nun endlich liegt die Fritzbox 6690 Cable frei. Wir holen sie aus der Schachtel heraus und finden das weitere Zubehör, nämlich ein weißes Koaxialkabel zur Verbindung der 6690 mit der Kabelfernsehdatendose, 1,5 Meter lang, im Bild rund aufgerollt. Ein weißes LAN-Ethernet-Kabel, ebenfalls 1,5 Meter lang. Ein weißes Netzteil mit einem ebenfalls 1,5 Meter langen Kabel dran, sowie einen schwarzen TAE auf RJ11 Adapter für analoge Telefone, Faxgeräte oder Anrufbeantworter. Das weiße Netzteil schaut relativ hübsch aus. Das Halteband rund ums Netzkabel ist jetzt offenbar aus braunem Papier. Früher wurde hier oft ein Draht mit weißem Plastiküberzug benutzt. Die Änderung ist wohl dem Umweltschutz geschuldet. Das Netzteil der Fritzbox 6690 liefert einen Output von 12 Volt und 3,5 Ampere, also 42 Watt. Der Lieferumfang wird auch auf der AVM-Website erklärt und in dieser Kurzanleitung oder im großen Handbuch. Hier der Hinweis, dass Fritzboxen vom Kabelanbieter das Koaxialkabel von AVM nicht enthalten. Im Gegensatz zu den liegenden Fritzboxen à la 7590 oder 6660 hat die neue 6690 ein aufrechtstehendes Gehäuse, also wie bereits die 6591 Cable vom Mai 2019. So braucht sie weniger Stellfläche und hat vermutlich eine bessere passive Kühlung, weil die Luft dadurch leichter an der Platine entlang hochsteigen kann. Dazu auch gleich die Abmessungen, falls ihr messen wollt, wo sie hinpasst. Tiefe 27 cm plus Kabelstutzen plus Kabel, die hinten herausstehen. Also lieber mal 33 cm Tiefe einplanen, es sei denn, ihr habt gekröpfte Kabel, dann müssten auch 30 cm Tiefe reichen. Höhe fast 21 cm, aber darüber sollte noch Freiraum bleiben, damit die warme Luft aus dem Router gut aufsteigen kann. Breite 8,5 cm. An der rechten und linken Seite hat die 6690 zwar keine Anschlüsse, insofern kann man sie auch an einem schmalen Platz aufstellen. Aber auch hier ist es besser, wenn rechts und links noch etwas Luft zirkulieren kann. Ähnlich wie die starken AVM Repeater 6000, rechts und links außen im Bild, sitzen auch bei der 6690 alle Lämpchen und Taster konsequent vorne und alle Kabelanschlüsse sitzen konsequent hinten. Nun erstmal zur Vorderseite. Ganz unten sitzt die WLAN-Taste. Hier kann man das WLAN der Fritzbox insgesamt an- und ausschalten. Zum Koppeln und Verbinden von WLAN-Geräten, aber auch von DECT-Telefonen und Smart-Home-Geräten dient die silberne Connect-Taste. Die Kurzanleitung beschreibt sehr schön, wie einfach man bis zu 6 schnurlos DECT-Telefone an der 6690 anmelden kann. Genauso einfach klappt auch die Anmeldung von Smart-Home-Geräten mit dem Connect-Taster. Zum Beispiel per DECT-Funk schaltbare Steckdosen, LED-Funklampen, Heizkörperthermostaten und DECT-Funk-Taster. Ich selber nutze auch schon seit vielen Jahren ein paar Schaltsteckdosen, Fritz DECT 200, rechts oben im Bild, weil ich damit auch den Stromverbrauch der angeschlossenen Rechner und Router überwachen und sehr bequem aufzeichnen kann. Im großen Handbuch sieht man auf Seite 20, wie viele DECT Smart Home Geräte man pro Gattung mit der 6690 verbinden kann. In der Summe sind es wohl 52 DECT-Geräte, wenn ich richtig zähle. So viele hatte ich aber noch nie an einer Fritzbox hängen. Der DECT-Funk darf übrigens mit maximal 250 Milliwatt strahlen. Bei WLAN sind es 100, 200 oder 1000 Milliwatt, je nach Frequenzbereich. Schauen wir nun kurz auf die LED-Lämpchen. Man hat ja viel mehr von einer Fritzbox, wenn man ihre Bedeutung kennt. Ganz oben die Infoleuchte, danach die Connect-Leuchte. Sie blinkt, wenn sich WLAN, DECT, Smart Home oder Powerline-Geräte im Anmeldevorgang befinden. Und hier das Phone-Lämpchen. Es leuchtet, wenn jemand über das Internet telefoniert. Das WLAN-Lämpchen leuchtet dauerhaft, wenn das WLAN angeschaltet ist. Es blinkt jedoch
jedoch, wenn ein WLAN-Gerät gerade über WPS angemeldet wird. Ganz unten das Lämpchen für Power und Cable. Es leuchtet dauerhaft, wenn Stromzufuhr besteht und der Kabel-Internet-Anschluss vollbetriebsbereit ist. Also im Normalfall leuchtet dieses Lämpchen quasi immer über Tage, Wochen oder Monate hinweg nonstop. Hier bringt die weiße Fritzbox 6690 Cable immerhin 1035 Gramm auf unserer Briefwaage ohne Netzteil. Damit steht sie relativ rutsch- und wackelfest auf ihren 4 schwarzen Gummifüßchen. Zum Vergleich: Bei der ebenfalls noch recht neuen Fritzbox 4060, ebenfalls vom Januar 2022, waren es 511 Gramm. Zur Fritzbox 4060 gibt es ebenfalls schon ein paar Videos auf diesem YouTube-Kanal. Auf der Rückseite sticht als größte Neuerung gegenüber der bisherigen Fritzbox 6591 der gelbe LAN-Switch mit einer 2,5 Gigabit Ethernet-Buchse hervor. Hier mal im Vergleich mit dem Repeater 6000 rechts und links außen. Das wäre hier so eine der stärksten Router- und Repeater-Kombis, die man mit den aktuellen AVM-Produkten aufbauen kann. Sie wären die ideale Ergänzung der 6690, falls man eine sehr große Wohnung oder ein Haus lückenlos mit starkem Wi-Fi 6 versorgen will. Würde man die beiden Repeater als LAN-Brücke anschließen, dann könnte man den einen Repeater von 2,5 zu 2,5 Gigabit Buchse verbinden, wie links im Bild gezeigt. Den anderen Repeater könnte man von einer beliebigen 1 Gigabit Ethernet-Buchse des Routers an den 1 Gigabit LAN-Port des Repeaters verbinden, wie rechts im Bild gezeigt. Natürlich könnt ihr die Repeater auch als WLAN-Brücke über die Luft anbinden, aber die LAN-Brücke wird euch fast immer ein besseres WLAN bescheren. Eine ausführliche Begründung und Anleitung zur LAN-Brücke findet ihr in diesem Video. Da habe ich eine LAN-Brücke zwischen dem Repeater 6000 und der flachliegenden Fritzbox 66 Cable erklärt. Die 6660 rechts im Bild war ja die erste Fritzbox überhaupt, die im Februar 2020 schon einen 2,5 Gigabit LAN-Port hatte, da wo das weiße Kabel drin steckt. Doch nun der Reihe nach. Ganz unten sitzt die Power-In-Buchse. Da schließt man am besten das Original-AVM-Netzteil aus dem Lieferumfang an. Input 220 bis 240 Volt Wechselstrom, wie in Zentraleuropa üblich. Output 12 Volt und 3,5 Ampere, also 42 Watt. Ganz wichtig ist auch der silberne Stutzen für den Kabel-Internet-Anschluss. Da wird zum Beispiel das mitgelieferte Koaxialkabel draufgeschraubt. Das andere Ende des weißen Koax-Kabels kommt in die Data-Buchse der Fernsehdose. Im echten Leben gibt es verschiedene Varianten der Fernsehdose. Inzwischen sagt man auch Multimedia-Dose dazu, weil sie ja längst viel mehr als nur lineares Radio und Fernsehen liefern kann. An dieser Stelle könnte man bereits mit einem Laptop auf die Fritzbox 6690 zugreifen und sie beim Kabel-Internet-Provider freischalten lassen. Zum Beispiel bei Vodafone, die ja das größte DOCSIS-Kabelnetz in Deutschland haben. In der linken Spalte das Prozedere für Hessen, NRW und Baden-Württemberg. In der rechten Spalte für andere Bundesländer. Und ganz unten ein Tipp zur Freischaltung bei anderen Kabel-Internet-Providern. Und nun das nächste Highlight, der gelbe LAN-Ethernet-Switch für 3x1000 und 1x2500. Hier steckt man im Zweifel das mitgelieferte LAN-Kabel ein, bis der Stecker deutlich hörbar und spürbar einrastet. Besonders schnelle Geräte, etwa PC, Workstation oder NAS-Server mit LAN-Ports oberhalb von 1000 Megabit, verbindet man mit der 2,5 Gigabit Ethernet-Buchse. Weitere Geräte, die noch einen normalen 1 Gigabit LAN-Port haben, wie etwa die meisten aktuellen Laptops, verbindet man mit einem beliebigen 1 Gigabit LAN-Port an der 6690 Cable. Falls die 4 LAN-Buchsen nicht reichen sollten, kann man auch einen LAN-Switch an einen dieser LAN-Ports anschließen. Ganz wichtig ist der 2,5 Gigabit LAN-Port auch, wenn man Geschwindigkeiten oberhalb
oberhalb von 1000 Megabit aus dem WLAN verlustfrei in das kabelgebundene Heimnetz überführen will. Das WLAN der 6690 verspricht ja 1200 plus 4800 ist gleich 6000 Megabit brutto. Wenn davon auch nur 3000 Megabit netto in Summe übrig bleiben, ist es ein großer Vorteil, dass die 2,5 Gigabit Ethernet-Buchse das auch weitgehend ins Kabelheimnetz durchschießen kann. Zur WLAN-Leistung der 6690 plane ich ein gesondertes Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, am besten meinen Kanal abonnieren und die Glocke reinhauen. Die 2,5 Gigabit Schnittstelle an der 6690 ist eine Multi-Gigabit Ethernet-Buchse. Sie kann sich einstellen auf 10 Megabit, auf 100 Megabit, auf 1000 Megabit und auf 2500 Megabit. Hier attestiert der Fluke Networks Microscanner PoE der AVM Fritzbox 6690 gerade einen Speed-Level von 10 Megabit. Hier attestiert er einen Speed von 100 Megabit, hier attestiert er einen Speed von 1000 Megabit und hier attestiert der Fluke Networks Microscanner PoE der AVM Fritzbox 6690 gerade einen Speed von 2500 Megabit. Die drei gelben Ethernet LAN-Buchsen 2, 3 und 4 können sich jeweils auf 10, 100 oder 1000 Megabit Speed einstellen. 3 von dieser Sorte, das dürfte den meisten Usern reichen. Falls nicht, kann man hier oder am 2,5 Gigabit Port, wie gesagt, einen externen Switch anschließen. Die zwei blauen USB 3.0 Buchsen dienen dem Anschluss von Druckern oder externen Speichern wie etwa USB-Stick, USB-Festplatte oder USB-SSD-Speicher. So kann man hinter dem USB-Port mit wenig Einsatz eine externe USB-NAS-Speicherstation bauen. Wie das geht, habe ich erst kürzlich an der ebenfalls recht neuen Fritzbox 4060 gezeigt und durchgemessen. Ein ähnliches Video mit genau dieser gleichen Seagate SSD plane ich in Kürze auch am USB-Port der 6690 Cable. Oft stehen die USB-Ports der Fritzboxen ab Werk auf dem stromsparenden USB 2.0 Green Mode. Wer die volle Leistung braucht, kann den USB 3.0 Power Mode aktivieren. Alternativ kann ein UMTS HSPA LTE-Stick auch das mobile Internet aus der Mobilfunkluft über einen USB-Port in die Fritzbox 6690 hereinholen. Wie das funktioniert, haben wir bereits in diesem Video an einer Fritzbox 7530AX gezeigt. Ganz ähnlich kann man auch ein Smartphone mit einem USB-Kabel an die 6690 verbinden und so das Internet von extern zuführen. Ältere UMTS-Modems können die Stromleistung der USB-Ports übersteigen. In diesem Falle müsste man sie über einen stromspendenden USB-Hub anschließen. Allerdings sind reine UMTS-Modems schon fast ausgestorben. Aktuell dominieren 4G LTE-Sticks für den USB-Port. Relevanter ist da eher noch die Ansage, dass man USB-Festplatten mit etwas Abstand zur Fritzbox aufstellen sollte, um das WLAN der 6690 nicht zu stören. Last but not least hat die 6690 ganz oben auch noch 3 herkömmliche Buchsen für analoge Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter und Türöffner. Hier kann man analoge Apparate mit dem langen TAE-Stecker oder mit dem kleineren RJ11-Stecker anschließen. Im Lieferumfang der 6690 liegt auch ein TAE zu RJ11-Adapter. Das dicke Ende nimmt den schwarzen TAE-Stecker auf. Das dünne Ende ist der RJ11-Stecker. Hier wird erklärt, dass nur eine der beiden Phone-Einbuchsen belegt sein darf. Alle hausinternen Telefongattungen, also maximal 6-mal DECT, 2-mal analog und 10-mal IP-Telefone, fließen in einer gemeinsamen Telefonanlage zusammen, die IP-Telefon nach draußen über das Internet ermöglicht. IP-Telefone werden über LAN-Kabel oder über WLAN an die Fritzbox 6690 verkoppelt.
IP-Telefone mit LAN-Kabel dran kennt man von Cisco, Avaya, Siemens, Panasonic und vielen weiteren. Als WLAN-Telefone kann man auch ganz normale Smartphones mit der Fritzbox 6690 verbinden. Zuvor muss man die Fritz-App Phone auf einem Smartphone installieren. Diese App findet man kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store. Es gibt analoge Türsprechanlagen, die man über die analogen Buchsen TAE oder RJ11 anschließen kann. Daneben gibt es digitale IP-Türsprechanlagen, die man über LAN-Stecker oder über WLAN-Funk mit der 6690 verbinden kann. Das reicht jetzt erstmal zu den Anschlüssen der 6690. Wenn ihr die alle voll nutzen wollt, seid ihr erstmal eine ganze Weile mit der Installation beschäftigt. Jetzt noch ein letzter Blick auf den Fuß der 6690. Dort findet man unter anderem den ab Werk vergebenen Funknetznamen alias SSID und den WLAN-Netzwerkschlüssel. Seid ihr in diesem Funknetz drin, dann könnt ihr fritz.box in die Adresszeile eures Internetbrowsers tippen. Damit kommt ihr in die Bediensoftware eurer Fritzbox. Allerdings müsst ihr zuvor das Fritzbox-Kennwort als Zugangskennung in die Abfrage eintippen. Rechts außen seht ihr einen QR-Code. Da stecken WLAN-Name und WLAN-Schlüssel drin. Da könnt ihr ein Handy draufhalten und kommt dann in das WLAN der neuen Fritzbox rein, ohne den 20-stelligen Schlüssel selber einzutippen. Natürlich nur, solange die WLAN-Werkseinstellungen nicht durch eigene SSID-Namen und eigene WLAN-Sicherheitsschlüssel überschrieben wurden. Wichtig ist auch die CM-MAC-Adresse ganz unten mittig, sofern der Kabel-Internet-Anbieter sie bei der Geräteaktivierung abfragen sollte. Im großen Handbuch ist das auf Seite 21 alles noch genauer erklärt. Ein letzter Blick aufs Dach der Fritzbox 6690 Cable. Da findet man zahlreiche Lüftungslöcher, genau wie seitlich und am Boden an der Box. Zu guter Letzt die Frage, wo stellt man die 6690 am besten hin? Auf alle Fälle gut belüftet, also nicht in einen Schrank hinein, weil sie dort überhitzen könnte und weil der Funk dann schlecht herausstrahlen kann, vor allem wenn es ein Stahlschrank wäre. Außerdem 1 bis 2 Meter über dem Fußboden, also auf einem Tisch, Sideboard oder Schrank. Ideal ist für den Funk meist eine hängende Montage an einer freien Wand oder sogar an der Decke. Allerdings hat die 6690 ab Werk keine Halterungen für Wand- oder Deckenmontage. Man muss sich also selber etwas am 3D-Drucker basteln oder im Internet nach Wandhalterung für 6690 googeln. Da kommen dann Ergebnisse für 6590, 6591 und auch schon für die 6690. Da findet man unter anderem 2 selbstklebende Haltebügel für die 6690 schon unter 10 €. Ansonsten wird der Standort der 6690 auch von der Entfernung zur nächsten Steckdose und zur nächsten Kabel-TV-Radio-Fernseh-Datendose alias Multimedia-Dose bestimmt. Das mitgelieferte Koaxkabel ist ja nur 1,5 Meter kurz. Allerdings habe ich meine Fritzbox 6660 Cable seit nunmehr fast 2 Jahren mit einem 10 Meter langen Koaxialkabel an die nächste TV-Dose verbunden. Trotz dieser Länge bekomme ich den vollen Speed aus dem Vodafone Kabel 1000 Anschluss, also meistens 900 bis 1100 Megabit. Ich weiß aber nicht, ob das auch an älteren hausinternen Kabel-TV-Netzen funktioniert und möchte es daher nicht empfehlen. Soviel zur Hardware. Eine große Stärke aller Fritzboxen und Fritz-Repeater ist schon seit Jahren auch die sehr funktionsreiche und trotzdem immer noch bedienerfreundliche Route-Management-Software namens Fritz OS. AVM ist schon seit Jahren bekannt für viele kostenlose Firmware-Updates. So bleiben die AVM-Geräte lange Jahre jung und aktuell. Die Router-Software vertiefen wir hier aber nicht. Dazu plane ich noch weitere Videos. Zum Abschluss noch ein kurzer Preischeck.
Der UVP der 6690 liegt bei 319 €. Bei Amazon fand ich die 6690 am 15. Januar 2022, also 10 Tage nach dem offiziellen Marktstart, für genau diese 319 €, aber erst ab dem 1. März 2022 lieferbar. Bei Geizhals wurde sie ebenfalls um ca. 319 € gelistet. Bei Idealo ebenfalls für 319 € inklusive Versandkosten. Bei Mediamarkt ebenfalls um 319 €, versandkostenfrei. Interessant sind die 2 Servicepakete zu jeweils 99 € oder 159 €, wenn man beide Pakete nimmt. Ganz ähnlich auch das Angebot von Saturn, 319 € inklusive Versand. Aber wohl frühestens ab 25. Januar 2022 lieferbar. Und auch hier zubuchbare Servicepakete zu je 99 € oder 159 €, wenn man gleich beide nimmt. Damit wir hier nicht nur die großen Handelsriesen und die großen Preismaschinen bevorzugen, klicken wir auch mal den roten Kaufknopf in der AVM-Website an. Ich tippe meine Postleitzahl 81929 in die Händlersuche ein und bekomme die Albert Knoll ETS GmbH als nächstliegenden AVM-zertifizierten Händler. 1,37 Kilometer vor meiner Haustür, vis-à-vis von meinem Bäcker und Konditor. Da ist sogar die Händler-Website namens albertknoll.de eingeblendet. Ich klicke drauf und bekomme die Startseite. Ein Händler für Unterhaltungselektronik, Bang & Olufsen, Revox und eben auch AVM Fritzboxen. Das vielleicht wichtigste Zitat auf dieser Website: Wir liefern keine Produkte, wir liefern Lösungen. Ein letzter Klick auf Referenzen. Aha, die Penthouse Garden Suite im Hotel Bayerischer Hof. Ich wusste gar nicht, dass AVM so kompetente Händler hat, aber jetzt weiß ich auch das. Und irgendwie passt es ja auch zusammen. Wer eine ausgefuchste Audio-Video-Anlage hat, will sie halt oft auch mit der besten Fritzbox und mit dem Internet verbinden. Ich gebe auch mal die Postleitzahl 1000 Berlin in die AVM-Händlersuche ein und bekomme unter anderem Phobis auf dem Berliner Kuhdamm. Die Händlersuchmaschine scheint also gut zu funktionieren. Das war jetzt mal das erste Video zu 6690 Cable mit den technischen Daten zur Hardware. Sobald die Zeit reicht, plane ich noch ein detaillierteres Video mit den WLAN-Messwerten und einen kurzen NAS-Test mit einem SSD-Laufwerk an einer USB-Schnittstelle der Fritzbox 6690 Cable. Falls ihr schon jetzt Fragen oder Meinungen zu 6690 Cable habt, freue ich mich über Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.